Wir haben Dienstag, den 5. April und wir haben uns entschlossen, die Rückreise von Spanien in die Heimat anzutreten. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir sind jetzt etwa 14 Tage auf dem Stellplatz Oasis Almar in der Nähe von Vera. Von hier aus wollen wir jetzt die Rückreise antreten. Leider war in den vergangenen Tagen das Wetter immer sehr unbeständig. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, 2 Tage eher abzufahren als geplant. Wir haben ja Pkw und Anhänger dabei und den Pkw müssen wir noch aufladen. Da suchen wir dann mal eine Regenpause, sodass wir dann bei trockenem Wetter den Anhänger aufladen können. Beim Aufladen hatten wir Glück, da blieb es trocken, aber jetzt beim Anhängen, da regnet es schon wieder ganz ordentlich. Nachdem wir den Anhänger mit Pkw angehängt hatten und alles nochmal kontrolliert haben, Licht und so weiter, ging es dann los, und zwar fahren wir hier mit unserem gesamten Gespann auf die Entsorgungsstation vom Stellplatz und können da dann nochmal entsorgen. Es ist immer gut, wenn die Entsorgungsstation so gebaut ist, dass man mit dem Wohnmobil durchfahren kann und dann auch mit dem Gespann durchfahren kann. Das ist dann immer eine einfache Geschichte. Nachdem wir alles erledigt haben, entsorgt haben und so weiter, ist es ca. 10 Uhr und wir verlassen den Platz. In den letzten Tagen hat sich hier der Stellplatz geleert. Viele sind, oder nicht viele, aber einige sind eher abgereist als geplant, einfach aufgrund des schlechten Wetters. Wir sind ja jetzt mehr als 5 Monate auf Reisen. Wir sind am 18. Oktober gestartet und so fällt es uns auch jetzt nicht schwer, hier abzureisen und Richtung Heimat zu fahren. Bis zu unserem ersten Etappenplatz sind es etwa 420 Kilometer. Wir haben uns einen kostenlosen Stellplatz ausgesucht, und zwar nennt er sich Playa Casablanca, ist etwas oberhalb von Valencia. Wir kennen diesen Platz, er liegt direkt am Meer, ich habe auch schon mal darüber berichtet, und wir hoffen, dass wir dort auch mit unserem Anhänger stehen können. Wir fahren jetzt auf der AP7, sie ist mautfrei, wie die gesamte Strecke, die wir hier in Spanien auf der Autobahn zurücklegen werden. Wir haben die Autobahn verlassen und sind jetzt auf der direkten Anfahrt zum Stellplatz. Er ist ausgeschildert und sieht also diese blauen Hinweisschilder und kann sich danach richten. Aber unser Navi hat uns auch einwandfrei dorthin geführt. Hier ist wenig Verkehr, man sieht auch wenig Menschen. Ich nehme an, das ist eher was für den Sommer hier. Dann sind die Ferienwohnungen wohl belegt und dann ist hier auch mehr Betrieb. An der Zufahrtsstraße zum Stellplatz findet man auch die End- und Versorgung. Wir sehen sie hier auf der rechten Seite, das grüne Feld. Dort kann man entsorgen, Toilette entleeren. Es gibt dort auch Frischwasser, muss man allerdings Jetons sich kaufen in einem Supermarkt, glaube ich. Wir haben es nicht gemacht, deshalb kann ich da wenig zu berichten. Die Gebäude, die man hier sieht, sind wohl im Moment alle nicht bewohnt oder überwiegend nicht bewohnt. Deshalb sieht das alles so ein bisschen tot hier aus. Jetzt sind wir auf der direkten Zufahrt zum Stellplatz. Man sieht ihn hier. Ich denke, das ist ein ehemaliger Parkplatz für Pkw gewesen. Den hat man umfunktioniert zu einem Stellplatz für Wohnmobile. Es handelt sich ja um einen kostenlosen Stellplatz und wie man sieht, ist er auch gut besucht. Wir kommen hier am frühen Nachmittag an. Der Platz ist gut besucht. Wir haben ganz am Ende noch eine Parzelle gefunden, mussten allerdings unseren Anhänger abhängen, passte sonst nicht. Und den haben wir dann in die Mitte des Platzes gestellt, wo er im Prinzip nicht stört. Es hat inzwischen aufgehört zu regnen, aber es wehte immer noch ein strammer Wind. Man steht hier fast direkt am Meer, so sind natürlich die Plätze in der ersten Reihe am ehesten belegt.
Hier gibt es ausreichend Möglichkeiten mit dem Hund zu toben, hier ist viel Platz. Bei so einem Wetter ist der Strand natürlich nicht halb so schön wie bei schönem Wetter, aber wer will und sich eine dicke Jacke anzieht, der kann hier auch dann bei dem Wetter am Strand spazieren gehen. Der nächste Morgen, wir haben gut geschlafen, es war ruhig in der Nacht. Wir haben uns entschlossen, noch einen halben Tag hier zu bleiben, um mit den Fahrrädern eine Geocache-Tour zu machen. Ich glaube, man sieht es, der Platz hat sich stark geleert. Viele sind jetzt am Morgen abgefahren, sodass wieder freie Plätze da sind. An den Stellplatz grenzt ein parkähnliches Gelände. Dort kann man auch mal mit dem Hund hingehen und es gibt dort auch Tisch und Bänke. Nur wenige hundert Meter entfernt gibt es auch weitere Parkplätze. Dort stehen aber Verbotsschilder, dass Wohnmobile dort nicht stehen dürfen. Wenn wir einen Stellplatz anfahren, dann schaut Rita immer, ob es dort in der Nähe Geocache gibt, die wir suchen können. Das war in diesem Fall so. Und jetzt haben wir eine Anfahrt von etwa 8 Kilometer, vielleicht sind es auch 9 gewesen, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls können wir hier etwa entlang des Meeres fahren zu einer Reihe Geocache, die an einem ausgetrockneten Flussbett zu versuchen sind. Wir fahren jetzt hier auf dem Fahrradweg Richtung der Stadt Saargund. Später verlassen wir den Fahrradweg und kommen auf einen Wander- und Radweg. Den kann man ja einige Kilometer lang fahren und dort finden wir dann auch unsere Geocache. Später kommen wir auch noch ans Meer. Dort gibt es auch den einen oder anderen Geocache noch, der dort versteckt ist, den wir dann auch noch suchen und finden. Und so haben wir dann auch hier und da nochmal einen Blick aufs Meer. Etwa in der Mittagszeit sind wir zurück von unserer Geocache-Tour und wir entscheiden uns, noch ein Stück zurückzufahren in Richtung Heimat. So müssen wir jetzt erstmal den Anhänger anhängen. Das geht natürlich am besten, wenn wir das gemeinsam machen. Das heißt, ich fahre, Rita weist mich ein, sodass ich ganz genau an die Anhängerkupplung ranfahre. Unser Wohnmobil ist ja das Fahrgestell ein MAN TGL mit einem Automatikgetriebe und dort gibt es einen Rangiergang, sowohl im Vorwärtsbereich als auch im Rückwärtsbereich und damit kann ich zentimetergenau anfahren. Nachdem wir angehängt haben, geht es los für uns. Unser Ziel ist der etwa 140 Kilometer entfernte Stellplatz Spätzle-Fritz. Wie man sieht, sind auch andere Camper hier gekommen mit Anhänger und haben ihn auch in der Mitte abgestellt. Das geht hier durchaus. Man muss natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen auf andere, die hier ein- und ausfahren wollen. Ja, tanken muss ich natürlich auch und der Dieselpreis liegt zu dem Zeitpunkt bei 1,79 €. Es gab aber eine Rückvergütung von 20 Cent, sodass ich effektiv nur 1,59 € für den Liter Diesel bezahlt habe. Wenn wir auf der Rückreise von Spanien sind, dann tausche ich immer meine Repsol-Flasche, Propangas ist das, gegen eine volle und fahre mit der vollen dann nach Hause. Zwischenzeitlich nutze ich dann meinen Gastank für die Zeit auf der Rückreise. Ich habe jetzt für die Gasfüllung 19,50 € bezahlt. Jetzt sind wir auf der Autobahn in Richtung Wiener Ross. Wie ich schon sagte, sind es etwa 140 Kilometer bis zum Stellplatz Spätzle-Fritz. Und der liegt recht verkehrsgünstig. Und zwar sind es von der Autobahnabfahrt hier, wie man sieht, Wiener Ross, etwa 6 Kilometer bis zum Stellplatz. Zum Stellplatz gehört ja auch ein Restaurant beim Spätzle-Fritz. Das hat allerdings montags geschlossen. Man kann natürlich den Stellplatz trotzdem nutzen.
Auf der Zufahrtsstraße zum Stellplatz gibt es einen kurzen Tunnel, der hat eine Durchfahrtshöhe von 4 Meter, also für uns Wohnmobile kein Problem. In den Wintermonaten war der Stellplatz Spätzle-Fritz oft stark besucht und voll belegt. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass dieses Jahr besonders viele Richtung Spanien gefahren sind und natürlich gerne so einen Platz, der unmittelbar oder sehr nah an der Autobahn liegt, gerne als Etappenplatz nutzen. Dieser Stellplatz ist ein reiner Transitplatz. Das muss man wissen, wenn man hier hinfährt. Wir kommen etwa 15:30 Uhr hier an und man sieht, es ist noch nicht viel los hier, sind nur wenige Mobile da. Das ändert sich meistens aber gegen Abend. Auf diesem Stellplatz dürfen auch Wohnwagen stehen, also wer jetzt hier mit einem Wohnwagengespann kommt, kann sich hier auch hinstellen. Am Abend hat sich der Platz gefüllt, es sind jetzt etwa 20 Wohnwagen und Wohnmobile hier. Es gibt auf diesem Stellplatz Strom und es gibt auch eine End- und Versorgung. Ich habe über diesen Platz schon mehrfach berichtet. Wer da was sehen möchte, kann sich das gerne nochmal anschauen. Wer möchte, kann ins Restaurant gehen. Das Restaurant hat auch schon am Nachmittag geöffnet. Wir gehen dort am Abend hin. Dort trifft man meistens andere Camper und es gibt dann noch eine angeregte Unterhaltung und das mögen wir. Der nächste Morgen, die meisten Camper haben den Platz verlassen, wir sind etwas später dran, 9:30, das ist unsere Zeit, dann starten wir auch zu unserer nächsten Etappe. Wir haben es auch nicht so sehr weit, es sind 350 Kilometer, die wir an dem heutigen Tag fahren wollen. Ich zeige diese Plätze auch immer deshalb gerne wieder, weil viele mich anschreiben und fragen, wo kann ich mit Anhänger angehängt stehen. Und das ist zum Beispiel hier ein Platz, der Spätzle-Fritz, wo ich komplett mit meinem Gespann stehen kann. Ich werde demnächst diese Plätze auf meiner Stellplatzkarte andersfarbig kennzeichnen, damit man schnell erkennen kann, wo man hier in Spanien oder auch in Frankreich mit seinem kompletten Gespann stehen kann. Für uns geht es jetzt Richtung Autobahn, der AP7. Wie ich schon vorhin sagte, es sind etwa 350 Kilometer bis zu dem Stellplatz in Cabanes. Das ist kurz vor der französischen Grenze. Auch über diesen Stellplatz habe ich schon mehrfach berichtet. Hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, die Maut ist in Spanien größtenteils abgeschafft. Trotzdem stehen hier und da noch Mautstationen. Man muss sie dann durchfahren, man muss aber nicht mehr anhalten und es wird auch keine Maut mehr verlangt. Wie ich im Vorbeifahren so sehe, kontrolliert die Polizei hier wohl einige Fahrzeuge. Den Hinweis gebe ich gerne immer wieder, wir halten und tanken nicht auf Rastplätzen an der Autobahn in der Nähe großer Städte. Das machen wir nicht in Spanien so, das machen wir auch in Frankreich nicht so. Einfach deshalb, weil dort die Gefahr doch etwas größer ist, dass irgendwas passiert. Mit passiert meine ich, dass dort eventuell Gauner warten, die mit irgendwelchen Tricks an unser Hab und Gut wollen. Auch rate ich davon ab, auf Parkplätzen oder Rastplätzen zu übernachten an der Autobahn. Auch das ist gefährlich. Es muss nichts passieren, aber es kann was passieren. Wir verlassen die Autobahn an der Abfahrt Figueres. Von dort aus sind es bis zum Stellplatz noch etwa 6 Kilometer. Auch diesen Stellplatz in Cabanes kennen wir, sind schon mehrfach dort gewesen. Ich habe ihn auch schon in einem Video vorgestellt. Die Straßen dorthin sind gut zu fahren. Einzige ist, wenn man in den Ort kommt, dann umfährt man ihn am besten, denn dort im Ort sind die Straßen recht schmal. Wir folgen in diesem Fall nicht dem Navi, sondern machen das Ganze mit Google Maps, haben uns das dort genau angeschaut und haben das auf dem Handy oder auf dem iPad.
Wenn man die Strecke so fährt, wie das Navi es vorgibt, kommt man natürlich auch hin. Wir finden nur die Strecke, so wie wir sie hier fahren, angenehmer und etwas großzügiger für unser Mobil. Ich bin hier nicht verkehrt rum in die Einbahnstraße gefahren, nicht, dass jemand sowas denkt. Die Fahrzeuge parken hier einfach gegen die Fahrtrichtung. Für uns kein Problem, wir kommen gut durch und können jetzt fast gleich die Stadt oder diesen kleinen Ort wieder verlassen, denn der Stellplatz liegt etwas außerhalb vom Ort. Wir verlassen jetzt die asphaltierte Straße und biegen hier rechts ab auf diesen geschotterten Weg und dann sind wir auch schon fast am Stellplatz. Hier sehen wir jetzt auf der linken Seite oder etwas links vor uns die Zufahrt zum Stellplatz. Bei dem Stellplatz handelt es sich um eine große Wiese, die aber befestigt ist, also ich denke nicht, dass man dort bei Feuchtigkeit einsinkt. Es gibt hier keine Parzellierung, es gibt eine End- und Versorgung und es gibt auch Strom. Und das ist ja auch wichtig, hier dürfen auch wieder Wohnwagen stehen. Man sieht, es gibt hier ausreichend Platz und genügend Möglichkeit auch zu rangieren und man kann sich so hinstellen mit seinem Mobil, wie man möchte. So sieht das Ganze von oben aus. Die große Wiese sieht man, die Zufahrt sieht man und es gibt hier auch abgestellte Fahrzeuge, Wohnmobile und Wohnwagen. Das hier ist der letzte Etappenplatz für uns hier in Spanien. Von hier aus geht es dann weiter nach Frankreich. Darüber möchte ich aber dann im nächsten Video berichten und euch zeigen, welche Plätze wir dort angefahren sind. Es gibt auch einen neuen Platz, den ich dann da vorstellen möchte und das zeige ich dann ganz ausführlich. Ich sage erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.